die Zukunft der Arbeit positiv gestalten. Pioneering, und man sagt auch Pioneering Future Leadership and Work, ist ein Konsortium von Unternehmen, die alle den Anspruch haben, Pionier zu sein in der neuen Arbeitswelt. Auslöser war 2015, dass unglaublich viele Fragezeichen bestanden, wie sollen wir in die neue Arbeitswelt reingehen. Und das Bedürfnis da war, sich mit anderen Pionieren auszutauschen und von der HSG sich auch unterstützen zu lassen in dem Gebiet. Das haben wir schon quasi Inhalt. Interessanterweise hat die Pandemie bei einigen Unternehmen unglaublich viel Positives reingebracht. Also die Leute sind zufriedener, es geht ihnen auch besser, sie sind viel selbstorganisierter und merken auch, dass man ihnen viel stärker vertraut. Bei anderen Unternehmen hat man genau das Gegenteil festgestellt. Erschöpfung, Vereinsamung, mehr von dem, was wir Beschleunigungsfalle nennen, also so eine Art Überhitzung. Aber in den allermeisten Fällen interessanterweise trotzdem erhöhte Produktivität. Bloß mit einer müden Belegschaft. Hilti ist für mich Kulturweltmeister. Die gesamte Arbeit bei Hilti wird gestützt auf eine Caring und Performance-Oriented Culture. Die Pandemie war der Auslöser, genau das. Also wie können wir gesundheitsorientiert arbeiten und performance-oriented zu verstehen, besser zu verstehen in virtuellen, hybriden Arbeitskontexten. Also zum einen haben die Mitarbeitenden täglich Online-Fragebögen ausgefüllt, jeden Tag der Woche. Und parallel dazu haben wir mittels Herzfrequenzmessgeräten objektive Gesundheitsdaten erhoben und die dann zusammengebracht. Zu gucken, wie wirken sich bestimmte Arbeitsplatzfaktoren, Führungsverhaltensweisen auf diese Gesundheitsdaten aus. Und im Anschluss daran haben wir dann nochmal qualitative Interviews geführt, um richtig ein Verständnis davon zu bekommen, okay, was ging denn eigentlich in den Mitarbeitenden vor. Genau, hier siehst du dann halt den Code weggenommen und hier sind dann die Effekte. Also wir haben verschiedene Analysen gefahren, Mehrebenenmodelle, Regressionsanalysen. Wir haben zum einen herausgefunden, dass der Affekt im Homeoffice reduziert ist, sowohl der positive als auch der negative. Produktivität war nicht beeinflusst und gleichzeitig haben wir auch die Auswirkungen auf die Herzratenvariabilität gesehen. Es gab da so Kurveneffekte, dass bis zu einem gewissen Grad, so 2 bis 3 Tage im Homeoffice zu arbeiten, positive Effekte hatten. Darüber hinaus kam es aber zu negativen Effekten für die Mitarbeitenden. Vielleicht ist es nicht das richtige Role Model. Die Ergebnisse haben ziemlich klar gezeigt, dass reine Leistungsorientierung im Homeoffice zu einem Burnout-Turbo führt. Wir brauchen also Führung, die auf Inspiration und Unterstützung fußt, um diese zu viel des guten Effekte durch Homeoffice zu vermeiden. Neben Hilti haben wir noch mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet, wie den Verkehrsbetrieben Zürich, der Swiss oder der Oberweit. Und hier haben wir uns Fragestellungen angeguckt, wie funktioniert dezentrale Führung? Wie werden Technologien erfolgreich eingesetzt in Unternehmen? Und wie bleiben Führungskräfte vital und effektiv in neuen Arbeitskontexten? Also für mich ist es sehr klar, dass wir erst am Beginn stehen von einem epochalen Umbruch in der Art, wie wir arbeiten und auch führen müssen. Und dabei ist einerseits das Wichtige, wie können wir Leute emotional erreichen, wenn wir so virtuell arbeiten. Das bleibt wichtig, insbesondere auch als Führungsaufgabe. Aber das Zweite, und das kommt aus diesem Projekt ganz besonders raus, ist, wir müssen die Gesundheit schützen von unserer Mannschaft.